Was passiert eigentlich, wenn du den Nothals drückst, aber dein Motor läuft einfach weiter? Hast du das schon mal erlebt? Das habe ich bei einem Kunden gesehen und ich sage es dir, das ist der Albtraum jedes Programmierers. In diesem Video sage ich dir, warum das bei Asynchronmotoren lebensgefährlich ist, was die wahre Ursache für diesen Fehler ist und wie du deine Hardware nach DIN EN ISO 13849 professionell absichern kannst. Wir sprechen heute über die sichere Abschaltung, den sogenannten Safe Talk Off. Wenn der nicht funktioniert, ist dein Performance Level bzw. dein Safety Integrity Level praktisch tot. Bei meinem Kunden war nur ein einziges Schutz verbaut. Ich simuliere das hier in meinem Labor. Ich nutze einen DC-Motor, weil man hier extrem gut sehen kann, wenn auch nur noch ein minimaler Reststrom fließt. Das ist bei einem Asynchronmotor oft schwer zu erkennen. Gleich sage ich dir einen Trick im TIA-Portal, wie man das Schutzkleben sofort erkennt. Aber vorher schauen wir uns die Verdrahtung an. Hier ist unser Safety-Kreis. Jetzt löse ich den Nothalt aus. Der Sicherheitskreis öffnet, die Spule vom Schutz verliere ihre Spannung. Aber schau auf den Motor, er läuft weiter. Das bedeutet keine sichere Abschaltung. Direkte Lebensgefahr und deine Safety-Funktion ist wirkungslos. Rechtlich gesehen steht hier das Wort Haftung ganz groß geschrieben. Wer das so abnimmt, steht mit einem Bein im Gefängnis. Aber warum klebt ein Schutz? Einfach wegen Verschleiß durch zu viele Schaltspiele, falsche Dimensionierung, Lichtbogen, welche die Kontakt verschmelzen, etc. Ich simuliere dir jetzt noch einen weiteren Fehler, der bei einem Asynchronmotor nicht immer sofort sichtbar ist. Jetzt manipuliere ich das Schutz anders herum. Schau dir dazu den DC-Motor an. Wie du hier siehst, ist das Schutz zwar abgefallen, trotzdem fließt noch ein geringer Strom durch den Motor. Genau das ist in der Praxis besonders kritisch, weil man es nicht sofort erkennt. Wenn du jedoch einen Thermokontakt oder Temperaturfühler richtig in deinem Programm auswertest, kannst du den Motor vor Überhitzung noch schützen. In der integrierten Sicherheitstechnik ist Redundanz zwingend erforderlich. Jetzt zur eleganten und einzig richtigen Variante. Für maximale Sicherheit müssen wir immer zwei Schütze K1 und K2 in Reihe schalten. Bevor wir weitermachen, müssen wir über eine Sache sprechen, die mich oft ärgert. Geist an der falschen Stelle. Warum ist ein zweites Schutz eigentlich Pflicht, obwohl es Geld kostet? Weil Sicherheit unbezahlbar ist und Hardware aber fast nichts kostet. Lass uns das mal kurz im Internet checken. Ab in den Browser. So, jetzt befinden wir uns hier auf Google. Suchen wir mal genauer das Bauteil, das ich hier im Labor verbaut habe. Den Siemens Sirius 3RT 2015-1BB42. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen kostenlose Werbung für die Verkäufer hier. Aber wir brauchen ja echte Zahlen für die Praxis. Wie du hier siehst, dieser Schutz kostet im Schnitt maximal 70 €. Würdest du wegen ein paar Euro Ersparnis auf die Sicherheit deiner Kollegen oder deiner Kunden verzichten? Also, lass uns zurück ins Labor gehen und schauen, wie wir das technisch lösen. Ich blende dir hier mal die fehlersichere Digitalbaugruppe ein, damit du siehst, wo die Signale hinfließen. Für den Rückführkreis empfehle ich dir dringend, immer Öffnerkontakte zu nutzen. Wenn das Kabel bricht oder sich eine Klemme löst, erkennt das System sofort eine Unterbrechung und bringt die Anlage in einen sicheren Zustand. Das ist gelebte Drahtbruchsicherheit. Wo schließt man diese Rückführkontakt überhaupt an? Wie du hier siehst, kannst du die technisch gesehen sowohl auf einen Standard-Digitalangang
Baugruppe als auch auf eine fehlersichere Digitalbaugruppe führen. Ich persönlich bevorzuge immer die FDI, weil dort sowohl die Diskrepanzzeit als auch den Drahtbruch direkt in der sicheren Hardware-Konfiguration integriert werden kann. Eine Schritt-für-Schritt-Einleitung dazu zeige ich dir später. Die Spulen des Schützen hingegen gehören zwingend auf eine fehlersichere Digitalausgangsbaugruppe, wie ich die hier gerade zeige. Nur so ist sichergestellt, dass die SPS im Fehlerfall die Energie zu den Schützen zweikanalig sicher abschalten kann. Meine Anlage ist jetzt umverdrahtet. Ich drücke den Nothals und beide Schütze fallen sofort ab. Aber jetzt kommt der Test. Ich manipuliere Schütz 1, sodass es mechanisch hängen bleibt. Ich drücke den Nothalt und der Motor stoppt trotzdem, weil Schütz 2 den Stromkreis immer noch unterbricht. Das geht auch andersrum. Das ist genau das Prinzip. Auch bei einem Einzelfehler bleibt die Sicherheitsfunktion erhalten. Wenn du tiefer einsteigen willst, schau dir die DIN EN ISO 13849 an. Sie bildet die Grundlage dafür. Nur so erreichst du einen hohen Performance-Level. Bleib dran, ich zeige dir gleich ein paar Profi-Tipps, damit du deine Maschine sicher und ohne Problem abnehmen kannst. SPS-Programmierung ist mehr als nur Code. Ich zeige dir, wie Hardware und TIA-Portal wirklich zusammenspielen. Abonniere den Kanal und werde fit in funktionaler Sicherheit. Wenn du an Safety-Projekten arbeitest, achte bitte auf diese 4 Punkte. 1. Zweikanalig Abschaltung. 2. Immer 2 Schütze in Reihe für deinen Safety-Kreis. 3. Nutze die Rückführkontakte zur Überwachung des Safety-Kreises. 4. Teste den Fehlerfall wirklich physisch vor der Abnahme. Die Hardware ist jetzt sicher. Aber wie verknüpft man das im TIA-Portal? Wie merkt das FCPO eigentlich, dass ein Schütz klebt, damit die Anlage gar nicht erst wieder anlaufen muss? Genau das zeige ich dir im nächsten Video. Da gehen wir tief in die Software-Diagnose. Abonniere den Kanal, damit du das TIA-Video nicht verpasst. Bleib sicher, bleib fehlerfrei, Gott segnet uns. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, Funktionsstörungen oder Folgekosten, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Nachahmung entstehen. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.